Herzlich willkommen zur 5. Folge der Drontech Academy. Immer noch das Thema Sensorik, IMU, Inertial Measurement Unit. Beim letzten Mal haben wir uns ja die Theorie vor allem angeguckt. Jetzt wollen wir so ein bisschen in die Software einsteigen. Dazu verwenden wir das AVR Studio. Ich starte das jetzt mal eben. Und da werden wir mit dem EMQ Framework arbeiten. Da ist schon eine ganze Reihe von fertiger Code da. Und am Anfang müssen wir einfach nur mit No das schließen. Und ich öffne jetzt einfach mal das Projekt. So, also hier haben wir 5 Projekte, mit denen wir jetzt hier arbeiten können. Ich gehe nochmal ganz kurz darauf ein. Das Framework ist quasi das Projekt, wo am meisten Code fehlt, zum Befüllen quasi. Das Basic, da fehlt ein bisschen weniger. Da bei Control ist quasi alles da, bis auf der Regler. Den kann man dann selber machen. Und die beiden, das ist quasi die fertige Lösung. Die gucken wir uns gleich mal an. Und die EMQ-Steuerung ist dann, wenn man quasi das Quadrocopter Mainboard unserer Software quasi benutzen will, zusammen mit einer anderen Flugsteuerung, zum Beispiel Pixhawk, als höher levelere Kommando-Interface. Aber das ist ja heute nicht das Thema. Wir gucken uns jetzt IMU an. Hier sind schon eine Reihe von fertigen Modulen, also einmal die IMU 3000, aber heute unser Thema ist die IMU 6000. 6000 heißt nur für verschiedene IMUs eine 6000er Reihe, in unserem Fall ist 6050. Verhält sich aber für das 6500er sehr ähnlich. Gut, fangen wir einmal da an. Was muss man denn hier machen? Ganz oben haben wir einmal das Package, was ich auch in der letzten Folge schon mal vorgestellt hatte. Wir können hier mit Steuerung linker Maustaste da mal reinspringen und da sehen wir hier schon, das kommt uns alles bekannt vor. Chip, Adresse, Adresslänge, Buffer und Links. Ne? Das hatten wir beim letzten Mal uns schon alles angeguckt. Davon haben wir 2 Package, einmal für ein Accelerometer, einmal für Gyro, weil wir da mit verschiedenen Registern arbeiten, einfach um das unabhängig programmieren zu können. Man kann das auch anders machen, weil die alle mit derselben Slave-Adresse arbeiten, aber hier wird das halt so gemacht. Das hier sind unsere Buffer, mit denen wir dann nachher arbeiten. Also Receive-Buffer heißt für die Daten, die wir empfangen. Da können wir auch mal gucken, wie groß ist der Buffer. Können wir auch wieder mit Steuerung linker Maustaste draufklicken, 6 Bytes. Ne? Das heißt, wieso 6 Bytes? 6 Bytes heißt triaxial für die 3 Achsen, jeweils 2 Bytes, ne? Weil es immer 2 Bytes pro Achse gibt. Also quasi 16-Bit Sensor ist das. Als nächstes, das sind die Konfigurationsdaten, die wir an den Sensor senden. Das ist dann quasi aus der Tabelle, auch vom letzten Mal. Das sind dann genau die Werte, die wir dann da reinschreiben. Und dann fangen wir jetzt hier schon an, gehen wir ins Eingemachte mit der IMU Init. Als erstes legen wir hier mal ein Paket an. Wir könnten auch das von da oben nehmen, aber das ist jetzt hier einfach nur das Paket, was wir zur Initialisierung benutzen. Ist nur lokal angelegt, können wir danach auch wieder quasi vernichten. Wir legen hier uns erstmal so einen Status an, falls Fehler auftreten, dass wir die locken und dann am Ende eine Ausgabe machen können. Also erstmal 0. 0 heißt, es gab bisher noch keinen Fehler. Im ersten Schritt wird dann hier die Chip-Adresse belegt. In unserem Fall ist es 69. Könnte auch mal bei ähnlichen Modellen auch die 68 sein. Da gibt es 2 alternative Adressen. Können wir auch wieder mit Steuerung linker Maustaste reinspringen. Da sehen wir die 69. Wenn man einen älteren Sensor oder einen anderen hat oder man kann hier auch ein Register jumpern und dann hat er eine andere Adresse, dann benutzt man auch die andere. Oder halt, wenn man halt mal 2 Sensoren braucht. Dann die Länge, also die Adresslänge ist 1 und die Länge ist auch 1. Die Adresslänge ist eigentlich immer 1, weil wir immer Kommandos von einer Länge senden und die Länge ist hier 1, weil wir immer 1 Byte senden. Also wir senden das hier, was wir hier oben, diese 5 Bytes haben, die senden wir jetzt byteweise rüber. Könnte man natürlich auch anders machen. Hier wird das so gemacht, hat den Vorteil, dann wissen wir genau, bei welchem I2C-Kommando, also bei welchem Register vielleicht ein Fehler aufgetreten ist. Also wir schreiben erstmal die Adresse jetzt hier, das ist das Kommando, also das erste Byte, also das zweite Byte, das erste Byte ist ja immer die Chip-Adresse. Dann übergeben wir den Puffer, das ist jetzt hier das Setup Data MPUPM, also das Power Management, was wir hier oben haben. Diese 3, die wollen wir jetzt übertragen und schreiben. Und das erfolgt hier mit dem Write to TVI und dann ist das Power Management schon im Sensor konfiguriert. Der Rückgabewert wird bei uns immer in der Status kumulativ reingeschrieben. Das heißt, der Rückgabewert ist 0, wenn es keinen Fehler gab oder eine andere Zahl, wenn es einen Fehler gab. Und wenn man dann am Ende sich dann nur anguckt, ob es noch 0 ist, weiß man, es gab keinen Fehler und sonst weiß man zumindest, dass es ein Fehler war. Kann man natürlich auch noch filigrane aufschlüsseln. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, wie es funktioniert. Wait 20 ist jetzt eine Funktion, dass wir dem Bus und dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, dass da nicht irgendwie zu viel auf einmal kommt. Es macht Sinn, da so ein bisschen Wait zu haben. Ist nicht unbedingt erforderlich, immer, aber jetzt hier gerade bei der Initialisierung bewährt sich das, da kurz zu warten, weil der dann das Power Management umstellt. Da braucht er vielleicht ein bisschen Zeit. Im Allgemeinen, wenn man über den Bus überträgt, sollte man natürlich keinen Wait machen. Das vergeudet eine unnötige Zeit, aber gerade bei der Initialisierung ist das schon durchaus sinnvoll und hier wird pauschal einfach nach jedem Byte nochmal kurz gewartet, damit der
Sensor da einfach Zeit hat. Das ist einfach eine Sicherheitsfunktion. Ist vielleicht nicht immer unbedingt notwendig. Das sind dann die weiteren Bytes, ne? Das sind quasi die 5 Konfigurationsbytes, die werden hier übertragen. Und das ist quasi schon der Hauptteil der Initialisierung. Am Ende wird das Status-Byte abgefragt. Wenn das ungleich 0 ist, dann kommt dieser TWI-Error, wo dann auch das Status-Byte ausgegeben wird, anhand dem man dann unter Umständen den Fehler dann noch zuweisen kann, was gerade war. Meistens NAC heißt dann, der Sensor hat nicht acknowledged. Und dann werden am Ende hier nur nochmal die Lesepakete angelegt und konfiguriert. Das heißt, nachdem beide Sensoren jetzt konfiguriert sind, kann man jetzt hier das Paket für den Accelerometer sehen und hier für den Gyrometer, und hier werden die eingestellt. Das heißt, da wird die Chip-Adresse konfiguriert. Das ist hier bei uns auch hauptsächlich historisch. Wir haben jetzt hier jeweils dieselbe Chip-Adresse, weil der Sensor quasi beides zur Verfügung stellt. Man kann auch mit 2 verschiedenen Sensoren arbeiten, dann hätten die natürlich unter Umständen verschiedene Chip-Adressen, also I2C-Adressen. Adresslänge ist eigentlich immer 1, das sind jeweils die Länge des Buffers, das sind dann immer 6, weil wir immer 2 Bytes pro Achse des Sensors haben. Und das hier sind dann die Registeradressen, die Startadressen, wo dann quasi die Sensorwerte immer zu lesen sind. Also einmal hier und einmal beim Gyro hier. Und das ist dann die Adressen für den Buffer, wo wir dann die Sensorwerte hinschreiben. Gut, jetzt gucken wir uns als nächstes die weiteren Pakete an, die wir brauchen. Das heißt einmal das Accelerometer Read. Das heißt, wie lesen wir jetzt Sensorwerte aus? Dazu müssen wir einmal die schon bekannte Funktion Read vom TWI ausrufen mit diesem Packet, was wir angelegt haben, also der Struktur und den 6 Bytes, weil wir wollen 6 Bytes übertragen, also triaxial X, Y, Z jeweils 2 Bytes brauchen wir. Und nachdem wir die dann diese Funktion ausgerufen haben, also aufgerufen, steht in dem Data Received stehen diese 6 Bytes und jeweils 2 Bytes für eine Achse, also Achse Ra ist dann das X mit der 0. Und weil wir jetzt hier einen Big Endian Mikrocontroller haben, müssen wir dann das 0 Byte 8 Bits nach links shiften und mit dem bitweise oder verknüpfen, um dann einen Short, also einen 16-Bit-Wert zu bekommen. Das gleiche machen wir für alle Achsen. Hier gibt es noch diese Sonderfunktion, das Define Turn Sensor. Das heißt, wenn der Sensor gedreht ist, dann ändert sich ja quasi, das X ändert sich dann sauer nicht, aber Y und Z haben dann andere Vorzeichen und dementsprechend wird dann hier ein Minus davor geschrieben. Analog funktioniert das Ganze auch fürs Accelerometer, das sehen wir hier unten. Da haben wir dann nur als Übergabeparameter dann die 7 für die Error-ID, sodass wir dann feststellen können, ob das ein Read-Fehler beim Gyro war oder beim Accelerometer. Hier oben war es dann noch die 6. Und wir haben natürlich ein anderes Paket, also hier müssen wir das Paket des Gyros lesen, also den Frame quasi. Dann haben wir wieder die 3 Shorts, die sich zusammensetzen aus den 2 Bytes. Die müssen auch wieder oder verknüpft werden, analog, wie gerade eben. Somit erhalten wir dann die Rohdaten. Die sind noch weder konditioniert, noch sind die, also konditioniert heißt skaliert, und die sind auch noch nicht kalibriert. Der nächste Schritt wäre dann die Konditionierung. Das sehen wir hier, also die Skalierung mit dem Skalierungsfaktor 8.192 für das Accelerometer, sodass wir da am Ende dann Meter Quadrat pro Sekunde rausbekommen, also die Einheit der Beschleunigung, und das für alle 3 Achsen. Und dieser Skalierungsfaktor, der hängt natürlich davon ab, was wir bei diesen 5 Bytes für den Accelerometer angeben. Wir hatten ja plus minus 4G genommen, und wenn man da einen anderen Bereich nimmt, dann hat man in der Regel auch eine andere Sensibilität. Dann ändert sich dieser Faktor unter Umständen. Analog funktioniert das Ganze bei dem Gyroscope. Da haben wir die 32,8. Das ist jetzt auch der Skalierungsfaktor. Da hatten wir ja plus minus 1000 Grad pro Sekunde waren es da. Gut, jetzt gehen wir mal rüber zur IMU-Funktion. Das heißt, das waren jetzt erstmal die ganz Low-Level-Treiber, mit denen wir die Sensoren ansteuern können. Nachdem wir quasi von den Sensoren Werte bekommen haben und die auch konditioniert haben, dass wir quasi skalierte Werte bekommen, wäre dann der nächste Schritt, die weiter zu verarbeiten, also vor allem das Thema Kalibrierung. Das gucken wir uns jetzt hier mal an. Also hier sieht man dann einfach nur, wie gelesen wird. Also einmal das IMU-Read, das ist dann das Accelerometer-Read und das Konditionieren, und das Gyro-Read und das Konditionieren, und dann das Übertragen dieser konditionierten Werte in die IMU-Values. Wir gehen aber hier mal weiter runter und gucken uns die Kalibrierung an. Bei der Kalibrierung gibt es verschiedene Funktionen, die man realisieren kann. Die einfachste Kalibrierung, die wir jetzt auch hier im Weiteren uns angucken, ist die sogenannte Ebenenkalibrierung zum Ruhighalten. Das heißt, wir richten den Kopter quasi geradeaus, bewegen ihn nicht und wissen dann ungefähr, dass er quasi in der Horizontalen ist. Und diese Information nutzen wir dann, um ihn ordentlich zu kalibrieren. Es gibt auch andere Verfahren, das wird dann zunehmend komplexer. Gucken wir uns jetzt hier nicht an. Die arbeiten letzten Endes alle, ist dasselbe Ziel. Das Ziel ist es, jeder Sensor hat, wenn er nicht kalibriert ist, fehlerhafte Sensoren, die dann einen falschen Skalierungsfaktor haben. Skalierungsfaktor haben wir ja gerade schon kalibriert. Unten noch ein Offset, das heißt,
Wenn 0 sein sollte, liefert der Sensor nicht 0. Und das ist jetzt das Problem, mit dem wir uns jetzt erstmal hier beschäftigen. Das heißt, bei der Kalibrierung messen wir über eine IMU-Samples, das heißt 2000 Werte messen wir, addieren diese Werte alle auf und teilen dann durch 2000, das machen wir hier am Ende, und haben dann quasi einen Mittelwert über 2000 Werte. Und wenn ich den Sensor ja ruhig halte, das heißt, wenn ich ihn weder bewege, also weder eine Beschleunigung noch eine Drehrate auf das System gebe, dann sollte ja 0 rauskommen. Wenn jetzt ein anderer Wert rauskommt, da kommt immer ein anderer Wert raus. Das ist dann der feste Offset. Den merke ich mir als sogenanntes Offset oder Bias. Und diesen Wert ziehe ich dann bei jeder Messung ab, um dann einen kalibrierten Wert zu bekommen. Das ist so die einfachste Methode, mit der man kalibrieren kann. Sehr verbreitet und funktioniert ziemlich gut. Hat halt den Nachteil, dass der Sensor am Anfang eine Weile ruhig gehalten werden muss. Hat aber den Vorteil, dass es sehr einfach und sehr schnell geht und auch relativ genau ist. Und man jetzt auch nicht irgendwie Daten vorher in den Flash speichern muss oder andere Sachen machen muss. Was man dabei noch beachten muss, ist, dass es wichtig ist, diese 2000 Samples, da gibt es eine Theorie zu, dass man nicht zu wenige Samples nehmen soll, das ist natürlich klar, weil dann gibt es zu wenige Werte und dann ist es nicht genau genug. Man aber auch gleichzeitig nicht zu viele Werte nehmen darf, weil dann unter Umständen Faktoren reinkommen wie Änderungen des Wertes durch Einflüsse wie zum Beispiel Temperaturschwankungen oder einfach Bewegungen und dadurch der Wert vielleicht eher noch verschlechtert wird. Das heißt, es gibt in der Regel einen optimalen Wert. 2000 Samples kommt da schon ganz gut ran. Das dauert dann vielleicht ein paar Sekunden. Das ist eigentlich eine ganz gute Kalibrierung für die IMU. Und dann gucken wir uns noch die IMU-Run-Funktion an. Das ist jetzt quasi dann das Ergebnis der ganzen Angelegenheit, wo wir dann am Anfang nur so ein RA-Paket anlegen. Dann machen wir das IMU-Read, wo wir dieses RA-Paket beschreiben, wo wir dann am Ende die Rohwerte drin haben. Davon ziehen wir dann das Bias ab für den Accelerometer und Gyro. Der letzte Schritt ist dann, das ist quasi die Königsdisziplin, wenn man dann die Gyro-Werte aufintegriert, das ist jetzt einfach ein Addieren, mit der Sample-Time skaliert, dann muss man einen Winkel bekommen und wenn man das aufaddiert und man den Sensor um 90 Grad dreht, dann sollen auch 90 Grad rauskommen und so kann man das wunderbar nachprüfen, dass die Kalibrierung und die Skalierung funktioniert. Ansonsten hat man irgendwo einen Fehler gemacht, das kann unterschiedliche Ursachen haben, da muss man da nochmal nachbessern. Beim Accelerometer ist das ein bisschen einfacher, da weiß man ja, dass man immer den Gravitationsvektor misst. Das heißt, wenn man den Sensor so hält, hat man 1G auf diese Achse, also auf die nach oben, das ist jetzt das Z. Und wenn ich ihn so halte, dann hätte ich 1G auf X. Und dementsprechend kann man dann sehr einfach überprüfen, ob der Sensor richtig kalibriert oder eingestellt ist. Ja, das war's mit dem 5. Teil der Drontech Academy, Thema Sensorik, Programmierung, wie programmiere ich die IMU. Ich hoffe, das hat euch jetzt geholfen, da jetzt in das Thema einzusteigen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like oder abonniert den Kanal und gerne postet was, dann kommen wir da gerne drauf zurück. M-Copter. Drone Tech Experts.